Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Lilly Sommerfeld und ich spreche hier heute im Namen der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Wir stehen hier in Solidarität mit dem Bündnis Palästina spricht, in Solidarität mit der globalen palästinensischen Befreiungsbewegung und wir stehen hier auch, um als Jüdinnen und Juden noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Israel spricht nicht in unserem Namen. Heute am Internationalen Tag der Kinder, die Opfer von Gewalt und Aggression wurden, gedenken wir besonders der 67 palästinensischen Kinder in Gaza und der 2 israelischen Kinder, die in den vergangenen Wochen ermordet wurden. Wir gedenken der vielen jungen Menschen, denen eine Zukunft geraubt wurde, der Eltern und Großeltern, denen das Liebste grausam entrissen wurde. Wir denken an die Freundinnen und Geschwister, die ihr Leben lang einen geliebten Menschen vermissen werden. Und wir denken an die zahlreichen verletzten Kinder, die Traumatisierten, die Schmerzen erleiden mussten und es immer noch täglich tun. Die New York Times hat in der vergangenen Woche, gefolgt von der israelischen Zeitung Haaretz, auf ihre Titelseite die Gesichter der getöteten Kinder von Gaza gedruckt. Dazu gab es mehrere Seiten mit Zeugnissen von Angehörigen, die davon erzählten, dass ihre Kinder Ärztinnen werden wollten, Anwälte, Aktivisten, dass sie Träume, Ziele und Wünsche hatten für ihr Leben. Doch in Deutschland sehen wir diese Seite des Schreckens im Nahen Osten nur sehr wenig. Ja, wir hören Zahlen, Statistiken des Todes, entmenschlicht, pragmatisch. Zahlen, die die deutsche Öffentlichkeit nächste Woche wieder vergessen haben wird. Ich frage euch, welche Titelseite einer deutschen Tageszeitung würde dem Leid in Gaza so ein Gesicht geben, wie es die New York Times und Haaretz getan haben? Es ist schließlich nicht so, als würde uns das hier nichts angehen. Berlin hat die größte palästinensische Community Europas. Auch hier müssen gerade wieder Menschen ihre Nichten und Neffen betrauern. Auch hier sind Menschen verzweifelt, demonstrieren gegen das himmelschreiende Unrecht und werden doch kaum gehört. MedienvertreterInnen begegnen uns allen, die wir dieses Unrecht anklagen, noch immer mit beispielloser Ignoranz. Anstatt dass sich mit unseren Argumenten auseinandergesetzt wird, werden wir als antisemitisch diffamiert. Das erfundene Narrativ, demnach mittlerweile fast jegliche Kritik an israelischer Politik zum Schweigen gebracht wird, ist pauschalisierend, rassistisch und schlicht und ergreifend feige. Aber 67 tote palästinensische Kinder haben mehr als eure Feigheit verdient. Es kann nicht sein, dass es schon wieder Minderheiten sind, People of Color, Jüdinnen und Juden hier in Deutschland, die den Kopf hinhalten müssen, während die weiße Mehrheitsgesellschaft schweigt, in einer Sache, die die gesamte Gesellschaft betrifft. Oder ist diese Gesellschaft etwa ansonsten damit einverstanden, wenn ihre Steuergelder woanders für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden? Ja, auch Deutschland profitiert von der illegalen Besatzung. Auch Deutschland profitiert von den fantastischen Handelsbeziehungen zu dem rechtsextrem regierten Staat Israel. Auch deutsche Steuergelder unterstützen die Waffendeals mit der israelischen Regierung. Und gerade Deutschland profitiert davon, die blinde Freundschaft zu Israel als vermeintliche Läuterung von der eigenen antisemitischen Schande zu inszenieren. Wir stehen heute nicht zufällig vorm Bundestag. Hier drinnen arbeiten täglich Politikerinnen und Politiker, die sich VolksvertreterInnen nennen. Aber bis heute setzt sich keine einzige Partei ernsthaft für unsere Interessen ein. Dabei sind unsere Forderungen so einfach. Menschenrechte, ein Leben in Gleichberechtigung und Sicherheit für alle Menschen zwischen Mittelmeer und Jordan. Aber keiner der im Bundestag vertretenen demokratischen Parteien ist es peinlich, dass sie sich in ihrer unreflektierten und einseitig pro-israelischen Haltung politisch ausgerechnet hinter der AfD versammeln.
Jetzt werden viele da drinnen sagen, aber wir haben doch durchaus auch immer wieder Netanyahus Siedlungspolitik kritisiert. Dazu sage ich, hört endlich auf, so zu tun, als sei Benjamin Netanyahu das einzige Problem. Gerade sieht es so aus, als würde es endlich einen Regierungswechsel in Israel geben. Und wer steht nun an der Spitze? Naftali Bennett, der ehemalige Vorsitzende des Dachverbandes der jüdischen Siedler. Der Vertreter einer Partei, die sich die Neue Rechte nennt. Der erst im vergangenen Jahr verkündete, die Zahl der jüdischen Siedler auf 1 Million erhöhen zu wollen. Diese aggressive Expansionspolitik ist Israels Staatsräson, und zwar seit jeher. Was in Deutschland als Immobiliendisput schön geredet wird, ist in Wirklichkeit die andauernde Nakba und damit ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In einer Kabinettssitzung von 2013 prahlte Naftali Bennett damit, schon viele arabische Terroristen umgebracht zu haben und dass das überhaupt kein Problem sei. Einen Monat vorher bezeichnete er PalästinenserInnen als Granatsplitter im Hintern, die zwar schmerzhaft seien, aber mit denen man leben müsse. Mit dieser entmenschlichenden Rhetorik wird er, wie so viele vor ihm, weiter die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung vorantreiben. Er wird weiterhin auf Apartheid, militärische Aggression und Hass setzen. Liebe Bundesregierung, das ist euer neuer Partner in Nahostfragen. Wir richten daher unsere Worte direkt an alle demokratischen Parteien, die in diesem Haus vertreten sind. Wollt ihr auf der internationalen Bühne wirklich schon wieder die Letzten sein, die gegen solche Verbrechen aufstehen? Hier in Deutschland betonen die regierenden Parteien CDU und SPD gebetsmühlenartig die deutsche Staatsräson. Hier zitiert Cem Özdemir von den Grünen die Rassistin Golda Meir und behauptet, Araber würden ihre Kinder nicht lieben. Hier unterstützt sogar Dietmar Bartsch von den Linken mittlerweile deutsche Waffenexporte nach Israel. Doch weite Teile, beispielsweise der US-amerikanischen Linken, haben euch längst abgehängt. Bernie Sanders fordert Sanktionen gegen Israel. Elizabeth Warren verlangt das Ende der Vertreibung aus Sheikh Jarrah. Alexandria Ocasio-Cortez tweetet, Apartheid states are not democracies. Das sind die politischen Botschaften, die uns inspirieren und motivieren, von denen wir uns vertreten fühlen. Wo in Deutschland sind die Politikerinnen und Politiker, die wir diesen Herbst wählen können? In diesem Haus sitzt keine einzige Partei, die sich Menschenrechten und Völkerrecht verpflichtet fühlt, sobald es um Israel geht. Aber das, liebe Freundinnen und Freunde, das werden wir ändern. Weder die Medien noch die Politik werden unsere Bewegung noch lange ignorieren können. Sie werden sich mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass sich hier und heute vor dem Deutschen Bundestag eine Bewegung aus Palästinenserinnen und Palästinensern, Juden, Jüdinnen, Israelis und Deutschen versammelt hat, um gemeinsam für ein freies Palästina zu kämpfen. Sie werden nicht mehr totschweigen können, dass sich international bereits Black Lives Matter und Fridays for Future mit unserer Sache solidarisiert haben. Dass in den USA und in anderen europäischen Ländern bereits Tausende, ja Tausende auf die Straße gehen, um nach knapp 75 Jahren endlich die Demütigung der PalästinenserInnen zu beenden. Gerade jetzt, da der Nahe Osten nach den jüngsten gewaltvollen Eskalationen zurückkehrt in seinen schändlichen Status quo der Unterdrückung, gerade jetzt muss die deutsche Politik, die Medien und die Öffentlichkeit eine grundlegende Sache verstehen. Israel hat kein Interesse an den sogenannten westlichen Werten. Frieden, Gleichberechtigung und Menschenwürde für alle Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer. Wer jedoch diese Werte vertritt, der kann nur eine Forderung haben: Free Palestine. Free Palestine.